Schönen guten Tag. Hallo. Wie sieht's aus bei euch? Also wir machen hier Piranhas, 2 Stück. Wir machen Sendungen für euch. Warum? Weil ihr sehr viel Fragen habt. Und heute ist eine Folge, wo nur Fragen beantwortet werden, die ihr uns gestellt habt. Genau. FAQ. Ja. Frequently Asked Questions. Dann fangen wir an, bitte. Ja, okay. Also, ich lese diese Frage jetzt einfach mal vor. Und dann gucken wir mal, was wir daraus machen. Also, die Frage lautet wie folgt. In Sachen ansteigender Kurve, Beispiel Lernpunkte, Attribute, warum behaltet ihr nicht 1:1 bei und erhöht nicht einfach die Item-Anforderungen? Habt ihr dafür tiefgreifende Gründe und wenn ja, welche? Wenn ein Spieler einfacher in die Zukunft planen kann, ist das doch leichter, oder? Ja. Tuning ist Geschmackssache auch. Es gibt Menschen, ja, die finden Conditions doof. Generell. Ja, an Schwertern, Rüstungen oder so. Es ist ein Stilmittel, ja, um Sachen zu serialisieren, also in eine Steigerung zu bringen. Mhm. Und das jetzt hier ist ein Vorschlag, den kann man interpretieren, da kann man auch drüber diskutieren, klar. Mhm. Ne? Das ist einfacher, ja, ganz bestimmt. Nur es gibt halt sehr viele Parameter, die da mit reinspielen. Wenn man es vereinfacht, ist ein Kampf so, ja, ich mache Schaden, hab eine Protection, krieg Schaden und diesen Schaden, der wird abgezogen, das heißt die Protection wird abgezogen, dann krieg ich nur ein bisschen Schaden oder gar keinen. So. Oder der geht voll durch und ich krieg voll die Breitseite und bin voll im Eimer oder so, ja. So, dann habe ich gewisse Health Points, Lebenspunkte, Hit Points und der Gegner auch. So. Und dann haut man aufeinander drauf, ja. Ich komme mal durch, ich komme mal nicht durch, ich pariere mal und mache durch Geschicklichkeit irgendwas wett und so weiter. Das ist schon diffus so, ja. Es reduziert sich irgendwann da drauf, wie oft treffe ich den Gegner und mache ihn damit platt. Und wie gut ist derjenige jetzt im Vergleich zu mir? So, das heißt also, wenn ich einen Gegner dreimal treffen kann und der umkippt, ist so unsere Faustregel, dann ist der ungefähr so gut wie ich. Ne? Das heißt, 3-mal treffen ist ein spannender Kampf oder ein cooler Kampf oder so, dann ist der kaputt und dann ist der mir ebenbürtig. Das kann lange dauern, weil man ständig ausweicht und so und hin und her und so weiter, aber das ist das Wichtige. Brauche ich mehr als 3 Schläge, mehr so 5, 6 und so, dann wird er auf einmal levelmäßig irgendwie stärker als ich. Und wenn ich den mit einem Schlag umhau, wenn ich den nur einmal treffe und der ist kaputt, ist das Gemüse. So. Und das ist ein sehr schmaler Grad. Das ist sehr, sehr schmal, diese Range so, ja, die man durchs Spiel zieht. Andere Spieler interpretieren das so, die machen einen Wolf Level 1, wenn du am Anfang Wolf begegnest, dann ist der so gut wie du und dann haust du den um und so weiter. Und bei, hier, wie war das, Assassin's Creed Odyssey, dann gibt es einen Wolf Level 31, wenn du selber Level 30 bist. Der ist dann besser als du. Kann sich jetzt jeder überlegen, ob das cool ist oder nicht, wenn ein Wolf, der exakt genauso aussieht, mit mir irgendwie mitlevelt. Selbst wenn ich in meine alten Gefilde gehe, ja, wo ich herkomme, ist der dann vielleicht nur Level 28, aber der ist nie wieder Level 1. Mhm. Ja, und diese Frage, die ist so speziell, ja, dass man da kann man drüber nachdenken. Ist das dann einfacher? Ja, an der Stelle bestimmt. Aber welche Konsequenzen hat das dann? Mhm. Ne? Das müssen wir dann immer interpretieren und man entscheidet sich dann für die eine oder die andere Sache. Man verdoppelt hier, halbiert da und so und dann landet man da am Ende des Tages. Und man muss bei jedem Spiel, was man baut, immer wieder neu den ganzen Krack nochmal wieder hinterfragen, testen und gucken, ob man da irgendwie landet, wo man gerne hin möchte. Weil du auch andere Bedingungen hast, ne? Wie viele unterschiedliche Gegner hast du? Wie stark sind die? Was erwarte ich von dem Gegner, wenn ich ihn sehe? Wenn es ein großer Gegner ist irgendwie, dann möchte ich natürlich da auch, dass der stärker ist. Wie viel Lebensenergie habe ich selber? Das heißt, wie oft muss der Gegner mich denn treffen, bis ich dann platt bin? Damit kannst du die Kampflänge variieren, damit kannst du die Dynamik des Kampfes verändern. Und du musst halt aufpassen, wenn du jetzt so ein System hast, was eben nicht mitlevelt,
dass du nicht so schnell overpowerst. Das heißt, an einigen Stellen macht es dann auch Sinn, zum Beispiel mit Prozenten zu arbeiten, irgendwie, dass du mehr Luft nach hinten raus hast und nicht zu sagen, okay, wenn ich jetzt irgendwie meine Stärke verbessere und auch noch ein besseres Schwert habe und dann auch noch irgendwie eine bessere Lebensenergie und dann irgendwie, dann habe ich noch den Ring des Todes an, dann bin ich auf einmal so overpowered, dass ich viel zu schnell zu stark bin. Also muss ich das irgendwie skalieren, dass ich auf der einen Seite als Spieler belohnt werde. Ja, das ist natürlich schön. Ich möchte, wenn ich was Neues bekomme, natürlich auch merken, dass das irgendwas Cooles ist. Und auf der anderen Seite nicht zu schnell so stark bin, dass das Spiel keinen Spaß mehr macht. Und in diesem Ding bewegt man sich dann als Entwickler und muss da wirklich genau aufpassen und ausrechnen und überlegen, was passt jetzt auf explizit dieses Spiel, welches System, dass das immer belohnend bleibt und im besten Falle auch bis nach hinten raus funktioniert. Wenn du ein riesen Open-World-Spiel hast, irgendwie, und du grast alles ab, bist super fleißig, ne, wie wir einige von euch da wissen, dass die das machen, irgendwie, dass die dann am Ende natürlich mehr Gemüse haben, als die ziemlich straight die Story durchspielen, liegt auf der Hand. Ne? Gemüse, damit ist gemeint, einfache Gegner, die man mit einem Schlag umhaut. Ne, dann bist du irgendwann tatsächlich so stark, dass du dann viel einfacher durch den Level kommst, soll ja auch. Ne? Das heißt, die Leute, die sich wirklich Mühe geben, sich es selbst einfach zu machen, sollen an der Stelle natürlich jetzt auch es einfacher haben, als die wirklich sagen, ich laufe jetzt mit meinem rostigen Nagel, soweit ich komme. Und die haben natürlich dann auch mehr Schwierigkeiten im Kampf, ist ja klar. Denkt ihr, dass es überhaupt noch möglich ist, auf irgendeine andere Weise als wie heutzutage üblich einen Meilenstein zu setzen? Ich meine mit üblich, nur die beste Grafik zum Beispiel darstellen zu können, aber ansonsten mit altbackenen Inhalten im neuen Gewand zu präsentieren. Ja, ich verstehe, was gemeint ist. Ich finde diese Frage schwierig zu beantworten, weil wenn wir das wüssten, ja, dann wären wir wahrscheinlich Milliardäre. Ne? Es ist schwierig, weil es gibt Dinge, haben wir letztes Mal auch erzählt, ne? Pokémon Go hat funktioniert, das Harry Potter Go, keine Ahnung wie es hieß, Wizards, bla, irgendwas, ja, hat nicht funktioniert. Richtig. So, PUBG hat funktioniert, Fortnite Battle Royale hat besser funktioniert. Warum? Ja, es war umsonst und bla und so, findet man 1000 Erklärungen dafür. Immer. Weiß man hinterher immer, woran es gelegen hat. Wenn man es vorher wüsste, dann wäre man ziemlich fein raus. So, ja. Hätte man vorher gewusst, dass Bitcoin so durch die, ne, ist klar. Dann wäre man jetzt irgendwie frisch und so weiter. Das heißt, diese ganzen Sachen sind aktuellen Trends unterworfen und du weißt es einfach nicht. Genau. Also das ist ja immer eine Frage, wo sind denn gerade die Erwartungen? Ja. Erstens, wenn du ein Spiel machst, was etwas größer ist, brauchst du ja immer eine Entwicklungszeit. Das heißt, du musst so ein paar Jahre in die Zukunft raten. Ja, und manche Entwicklungen von Spielen, die jetzt zum Beispiel darüber hinaus dauern, es gibt Spiele, die haben 7 Jahre gedauert, bis sie dann irgendwann auf den Markt kamen, da wurden die von der eigenen Technik überholt. Dann gibt es, Probleme in der Entwicklungszeit, die vielleicht Hürden darstellen. Und dann hast du vielleicht auch falsch geraten. Ja, es gibt auf der einen Seite die Erwartungen, Dinge, die Spaß gemacht haben, Dinge, die belohnend für den Spieler waren, Dinge, die irgendwie, wo die Spieler einen ganz besonderen Wert erkannt haben, das zu erhalten und nochmal am liebsten im neuen Gewand, wie du sagst, erscheinen zu lassen. Und die wollen das dann am liebsten dasselbe Erlebnis nochmal. Deswegen funktionieren auch Remakes so gut, ne, aktuell. Genau, also die verkaufen sich tatsächlich hervorragend. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es diesen Wunsch nach Innovation, ja. Mach doch mal was Neues, mach doch mal was Erfrischendes und der Spieler erwartet dann irgendwie etwas völlig anderes. Und diese beiden Dinge, die muss man immer so ein bisschen voreinander haben, zu sagen, erstens, was hat denn überhaupt einen Wert? Also was lohnt es sich zu erhalten? Was sollte man vielleicht weiterentwickeln? Und auf der anderen Stelle, habe ich denn überhaupt eine innovative Idee, die dann auch wirklich Spaß macht, ne? Weil der Spielspaß immer so mit das Wichtigste ist an der Stelle. Na, nehmen wir mal Resident Evil 4, ja, da haben die sehr viele Sachen anders gemacht. Im Remake, ja. Ne? Das heißt, die Menschen erwarten schon so ein bisschen, das ist ja genau das Gleiche, das reicht mir dann nicht. Da muss man schon so ein bisschen, ne, was ist das jetzt? Ist das ein Remaster? Nee, das reicht mir nicht mehr. Geile Grafik oder so, ist okay, aber es muss schon
Remake sein, so, ne? Und mittlerweile kommt man vielleicht auch dahin, dass sie irgendwann ein Reboot machen. Das heißt, dass sie dann noch mehr ändern, als wäre es irgendwie komplett neu angefangen, so, ja? Batman mit Michael Keaton, nee, das muss ein kompletter Reboot, ja, alles klar, mit Christian Bale, ne? Batman Begins ist dann wieder dieselbe Geschichte nochmal erzählt, aber komplett anders mit einer anderen Technik und, ne, ist klar, ne? Und vorher war es auch Tim Burton angehaucht, eher so ein, das heißt, diese aktuellen Trends, die kann man beeinflussen, ganz bestimmt. Ja, man muss sich selber fragen, worauf man Bock hat, wenn man entwickelt. Das ist ganz wichtig, weil ja, wenn man versucht, den aktuellen Trends hinterherzulaufen, verrennt man sich häufig. Ist auch meine Meinung mittlerweile, weil Horrorspiele wie Phasmophobia funktionieren. Gibt unheimlich viele, die das dann auch machen. Es gibt Minecraft-Spiele. Ja, Minecraft hat gut funktioniert. Danach gab es eine Welle von Spielen, die so ähnlich waren, auch mit Minecraft und so weiter. Welches hat sich davon durchgesetzt, welches nicht? Schwierig. Ist ganz schwierig. Und ich wage keine Prognose, weil das ist mittlerweile so kompliziert geworden und du kannst für eine Nische produzieren, ja, und dann bist du da auch in dieser Nische total erfolgreich und dann geht auf einmal irgendwas total irgendwie durch die Decke, von dem du nie erwartet hast, dass es mal irgendwann kommt oder so. Vielleicht ist das nächste irgendwie eine Karaoke-Maschine oder so, dass Leute anfangen zu singen auf offener Straße mit irgendwie so einer, mit so einem Karton oder so, wo du sagst, so, den habe ich mir jetzt hier von Sony gekauft oder von was weiß ich, Microsoft oder so, das ist jetzt irgendwie der heiße Scheiß mit Mikros und bla und so weiter. Ist das ein absurdes Beispiel, weißt du? Ja, der hat doch nicht alle Latten am Zaun, der Björn, ne? Ja, aber was weiß ich doch? Ich weiß es doch nicht, was die Leute jetzt in Zukunft machen, ne? Das ist echt ziemlich spannend, ne? Und das ist die Antwort auf diese Frage. Keine Ahnung, ist die Antwort. Ja. Gut. Also, wie funktionieren Quests, Daten und die Engine zusammen? Zum Beispiel bei Entscheidungen. Weiß die Engine eigentlich von den Quests? Fragt da einer. Boah. Okay, also es gibt zwei Ebenen. Das eine ist die Rendermaschine, also die Engine, die im Grunde genommen auf dem Bildschirm darstellt, was zu sehen ist, und die 3D-Umgebung. Und die Quests sind meistens Dinge, die eine gewisse Logik haben. Ich nenne sie mal die Game Engine. Ja? Und die ist meistens sehr viel kleiner, ja? Sehr viel repetitiver und sehr viel gesteuerter kann man nicht sagen, aber die ist sehr data-driven, würde ich sagen. Ja? Das heißt also, die Logik, wie Quests miteinander funktionieren, sind sehr von Daten abhängig, die man reingibt. Peter und die Wölfe. Es gibt 5 Wölfe, die im Wald sind. Es gibt 3 Schafe, auf die ich aufpassen muss. Sind die Bestandteil der Quest, töte die 5 Wölfe? Nö. Wenn du die 5 Wölfe tötest, ja, dann kriegst du die Erfahrungspunkte und Peter und die Wölfe ist Success. Dann kannst du noch zu Peter gehen und sagen, ich habe deine Wölfe getötet. So. Das heißt, die Quest weiß gar nichts von irgendwelchen Schafen oder Peter oder so. Ja. Ich komme dahin und sage, spreche mit Peter und der beschwert sich darüber, dass die 5 Wölfe irgendwie seine Schafe fressen. Dann starte ich die Quest. Den Text dazu, Peter hat ein Problem mit den Schafen, muss ich dann der Quest erklären. Muss ich dann ein Textfenster aufmachen, muss sagen, so das sieht der Spieler, wenn diese Quest rennt, wenn sie running ist. Das ist aber dann Datenkram, den ich da reingebe. Hat mit Logik nichts zu tun, weil die Logik ist einfach. Ne? Ich gehe da hin und töte die Wölfe, dann ist die Success. So, was ist mit den Schafen? Die Wölfe kommen und fressen die Schafe. Was hat denn die Quest damit zu tun? Gar nichts. Ich töte die Wölfe und dann ist die Success. Ja, nur damit verstanden wird, worum es hier geht. Das heißt, im Grunde genommen hat diese Logik, die ich gerade versuche zu erklären, gar nichts mit der Engine zu tun. Sondern das ist ein Algorithmus oder ein Datenbank, sag ich jetzt mal, die gewissen Regeln unterlaufen ist, die sind eigentlich sehr simpel sind. Es gibt eine Quest, die ist open. Ja, wenn sie noch nicht gestartet worden ist und wenn sie noch nicht Success ist. Ja, sie ist running, wenn ich sie gestartet habe. Sie ist Success, ja, wenn ich sie geschafft habe. Aber sie kann auch einfach geschafft werden, indem ich in den Wald gehe und die Wölfe töte. Die muss nie running gewesen sein. Die war mal open, aber irgendwann ist sie dann Success.
Ja, und das ist immer dasselbe. Das gewährleistet für uns natürlich, dass man eine Quest immer hintenrum spielen kann. Es ist nämlich dem System völlig egal, ob ich zuerst in den Wald gehe und die Wölfe töte oder ob ich zuerst zu Peter gehe und mir die Quest abhole. Das heißt, ich kann bei Peter abfragen, ist diese Quest denn jetzt schon Success oder ist sie es nicht? Denn wenn ich zuerst die Wölfe getötet habe und ich gehe dann zu Peter, dann kann der quasi schon wissen, die Quest ist Success und gibt sie mir gar nicht erst mehr. Ja. Und das ist natürlich dann für den Spieler schöner, weil nämlich dann die Welt, also das Spiel, auf seine Handlungen schöner und plausibler reagiert, weil ich mit dieser Art der Implementation immer schön abfragen kann, was weiß denn der Spieler gerade? Welche Quests sind erledigt und welche nicht? Also diese Logikmechanismen, das ist zu trivial, um es als Engine zu bezeichnen, finde ich. Ja, also das ist schon, also das, was man mit Engine klassischerweise meint, ist viel komplizierter und viel tiefer liegend und hat mehr mit realistischer Darstellung von 3D-Umgebungen zu tun. Und das ist jetzt, was wir hier erklären, das sind Algorithmen, die sind relativ trivial im Vergleich dazu. Okay. Und bei Entscheidungen ist es dann so, dass der NPC quasi, also Peter in dem Fall, vielleicht die Möglichkeit hat, unterschiedliche Sätze zu haben, die ich anklicken kann. Und ich kann jetzt zum Beispiel sagen, an eine Entscheidung hänge ich eine Quest dran. Dann ist es zum Beispiel einfach abzufragen, weiß der Spieler das oder weiß er es nicht? Dann kann ich es an einer anderen Stelle nochmal benutzen, wenn es jetzt eine questgebundene Geschichte ist. Zum Beispiel, mache ich dies oder mache ich das? Sage ich dem Bescheid oder sage ich dem was anderes? Das ist jetzt einfacher, ne? Also lüge ich oder sage ich die Wahrheit? Und solche Sachen kann man dann später irgendwie festlegen, zum Beispiel auch mit Game-Variablen und dann noch wieder abfragen. Und das weiß dann auch das System. Ja, dann habe ich quasi eine Quest, die Success ist oder nicht, oder von der ich noch gar nichts weiß, oder ich habe eine Information, die ich weiß oder die ich nicht weiß, und mit diesen Sachen kann ich dann spielen. Aber das sind also Daten, das sind Datenpakete, ne? Und die ich dann an einer anderen Stelle wieder abfrage. Der nächste fragt, seid ihr dieses Jahr auf der Gamescom? Ich würde euch gerne mal in die Arme springen und Hallo sagen. Hallo. Ja, wir sind da. Aber ob man uns erkennt, weiß man nicht. Weil wir werden auch wahrscheinlich mal Cosplay machen da an dem Tag, ja. Bestimmt werden wir auch mal Cosplay machen, ja. Klassischerweise machen wir mal donnerstags, glaube ich, Cosplay, ne? Weil das irgendwie mit der erste Tag ist Ankommen, der zweite Tag ist irgendwie wird anderes und dann was meistens immer so, ne, Donnerstag oder Freitag oder so. Genau, also das machen wir in der Regel davon abhängig, ob wir Termine haben, feste, welche Termine wir haben und an welchen Tagen die liegen. Irgendwas ist meistens immer. Und dann macht es Sinn, ob man irgendwie, wenn man jetzt irgendwo einen Bühnentermin hat oder irgendwie ein Interview hat, will man da mit Cosplay hinlaufen? Ja, nein, weiß nicht, ankreuzen. Gucken wir dann mal. Wir sind auf jeden Fall alle Tage da. Und natürlich laufen wir, wenn, dann häufig immer mal wieder am THQ Nordic Stand vorbei, wenn er denn dann existiert. Und ja, das ist so das, was wir üblicherweise machen. Aber da werden wir bestimmt dann auch nochmal ein paar Takte zu sagen, wenn es ein bisschen näher rückt, das Datum. Ja, wir sind auf jeden Fall da und sagt mal Bescheid. Genau. Hallo. Und wir beißen auch nicht. Also wenn ihr uns erkennt und ihr seht uns, dann dürft ihr auch gerne Hallo sagen. Ja. Da fragt jemand, wie schwer ist es, neue Entwickler zu finden? Heutzutage will doch fast jeder Spieleentwickler werden, oder? Oh, das ist schwierig. Das ist schwierig zu beantworten. Also hättest du mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich gesagt, ja, das ist tatsächlich so, dass dass sehr viele Menschen Spieleentwickler werden wollen. Mittlerweile ist es aufgrund der Sachlage, wie der Markt sich entwickelt, ein bisschen schwieriger geworden, tatsächlich sogar, ne? Und deswegen weiß ich nicht so, ne? Wie ist das mit dem Einstellen von Entwicklern? Wie ist das mit der Ausbildung? Wie ist das mit dem Fußfassen in Firmen und so weiter, ne? Gab jetzt kürzlich eine große Entlassungswelle bei den großen Firmen und so weiter, ne? Das heißt, die Marktlage ist momentan eher gegenläufig, hätte ich jetzt mal einfach mal frech behauptet. Stark im Wandel, ja. Wie vor einem Jahr noch so, ja. Das heißt, das war vor einem Jahr etwa, da boomte das, ja. Und jetzt ist es so ein bisschen, muss man gucken, so, wird ein bisschen schwieriger. Ist das dann dadurch weniger geworden, wirklich tendenziell, dass Menschen sich dazu entscheiden, tatsächlich Computerspiele zu machen oder zu programmieren? Weiß ich nicht. Wenn einer die Leidenschaft entwickelt und da Bock drauf hat und dafür brennt, würde ich es ihm immer noch mal empfehlen zu tun, ja. Mach das, worauf du Bock hast.
Und wenn du gut bist in irgendwas, dann solltest du dann dich da auch für bezahlen lassen, so, ja. Und das ist gute Sache. Das ist ein schöner Beruf. Nur es ist auch mit sehr viel Arbeit verbunden. Es ist auch viele haben auch mal frustrierende Passagen, wo sie tatsächlich versuchen müssen, ihre Spieler in den Mann zu bekommen. Ne? Und auch viele etablierte Entwickler haben es manchmal so saure Gurkenzeit, sag ich jetzt mal, und so weiter. Das ist halt schon, man ist immer sehr auf die aktuellen Trends irgendwie angewiesen, und es ist, ich habe immer gesagt damals, wir sind immer mit einem Bein beim Arbeitsamt, und das hat sich auch nicht großartig geändert. Ne? Das ist halt Künstler sein, ja, oder auch als Programmierer zu arbeiten in der Games-Branche. Ne, ist halt schon, muss mit Leidenschaft verbunden sein. Man muss da Bock drauf haben. So, ne? Und wenn man da Bock drauf hat, geschenkt wird einem da nix. Man muss schon viel tun dafür. Ne? Und das muss man sich genau angucken. Dafür gibt's auch sehr viele Möglichkeiten, sich das mal anzugucken und reinzuschnuppern. Diese Woche noch hatte irgendeine bekannte Spielemagazin, ich weiß gar nicht mehr welches, die Frage gestellt, wenn ihr Entwickler wärt, was würdet ihr dann am liebsten machen? Und ich weiß nicht, über 90% aller Antworten waren dann Story schreiben, Game Design. Und das ist natürlich schon schwierig. Das heißt, das stellt man sich als am zugänglichsten vor, irgendwie sich selber sein eigenes Spiel ausdenken, irgendwie völlige Freiheit haben, sich an keine Regeln halten müssen, und dieses einfache, leichte Denken, was mache ich denn als Spieleentwickler, ist erstmal sehr naheliegend, auch für Leute, die sich noch nicht so auskennen. Diejenigen, ich würde sagen, die den Weg haben, der am erfolgsversprechendsten sind immer noch die Programmierer. Wenn man das kann, dann kann man auch am ersten irgendwo einen guten Job kriegen in der Games-Branche, aber den kriegt man dann auch in der freien Wirtschaft woanders, vielleicht sogar mit einem besseren Gehalt. Insofern muss man dann abwägen. Hier ist eine Frage, da fragt jemand, wie wird man einer eurer weniger als 100 Leute? Kann man sich da bewerben oder braucht ihr gerade welche? Nee, also das ist in der Regel so, dass wir dieses weniger als 100 Leute gefragt gerne nutzen, um einfach ganz leicht für ein bestimmtes Thema unterschiedliche Meinungen kurz abgreifen, die wir dann wieder in der Folge aufgreifen können, um darüber zu diskutieren. Das ist so die Idee dahinter, so ein lockerer Einstieg in ein Thema. Und da nehmen wir meistens Gelegenheiten, ja. Wenn wir jetzt zufällig irgendwo sind, auf irgendeiner Veranstaltung, zum Beispiel im Zack in Düsseldorf, wenn die da Kultur aus der Konsole haben, oder was weiß ich, irgendeine andere Veranstaltung, wo sich das gerade anbietet, dass da irgendjemand ist, den wir kennen, der diese Fragen beantworten kann, der jetzt nicht gerade bei Piranha Bytes arbeitet, das wäre ja auch nicht das Wahre, dann schnappen wir uns das Mikro und befragen diese Person. Und das erleichtert uns dann den Einstieg. So funktioniert das. Aber heißt nicht, wenn man uns begegnet, dass man diese Frage mal stellen kann, weil vorbereitet sind wir meistens auf solche Situationen. Ja, das stimmt. Ja, das heißt, wenn einer zu uns kommen würde und sagen, Oma, kann ich nicht bei euch da mal mitmachen, weniger als 100 Leute gefragt oder so, ja, würden wir wahrscheinlich dann auch machen, mal eben vor Ort. Also das könnte wohl gut passieren. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranha Becken TV. Mhm. Macht's gut, vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Auf der Gamescom wäre so eine Gelegenheit, ne, dass man uns begegnet. Das stimmt. Solche Sachen. Und da machen wir auch meistens immer solche Sessions, gerade auf der Gamescom, weil dann begegnen wir auch vielen Leuten und so. Zwischendurch machen wir das tatsächlich, ja. Ja.